Die angreifende Infanterie rückt unaufhaltsam vor. Ihre Elefanten haben die Verteidigungslinie bereits durchbrochen. Der König versucht den Rückzug, aber die feindliche Kavallerie bedroht ihn von hinten. Ein Entkommen ist unmöglich. Doch dies ist kein echter Krieg, aber auch nicht nur ein Spiel. Seit Schach vor etwa 1500 Jahren erfunden wurde, galt es jeher als militärstrategisches Instrument, Metapher für menschliche Beziehungen und Gradmesser für Genialität. Die frühesten Aufzeichnungen über Schach stammen aus dem 7. Jahrhundert. Doch der Legende nach sind seine Ursprünge noch viel älter. Als der jüngste Prinz des Gupta-Reiches in einer Schlacht getötet wurde, soll sein Bruder einen Weg ersonnen haben, der trauernden Mutter die Szene nachzustellen. Auf dem 8x8 Felder großen Ashtapada-Brett, das man auch für andere beliebte Zeitvertreibe verwendete, entstand ein neues Spiel mit 2 Hauptmerkmalen: unterschiedliche Regeln für die Fortbewegung verschiedener Figuren und ein einzelner König, dessen Schicksal den Ausgang bestimmt. Ursprünglich war das Spiel als Chaturanga bekannt, ein Wort aus dem Sanskrit für 4 Abteilungen. Mit seiner Verbreitung im sassanidischen Persien erhielt es jedoch seinen heutigen Namen, Schach, abgeleitet von Schah, dem Wort für König, und Schachmat von Schahmat, was „der König ist hilflos“ bedeutet. Nach der islamischen Eroberung Persiens im 7. Jahrhundert gelangte Schach in die arabische Welt. Über seine Rolle als taktische Simulation wurde es schließlich zu einer reichen Quelle poetischer Bilder. Diplomaten und Höflinge verwendeten Schachbegriffe, um politische Macht zu beschreiben. Sogar die herrschenden Kalifen wurden zu begeisterten Spielern. Der Historiker Al-Masudi hielt das Spiel für ein Zeugnis freien menschlichen Willens, im Gegensatz zu Glücksspielen. Durch den mittelalterlichen Handel entlang der Seidenstraße gelangte das Spiel weiter nach Ost- und Südostasien, wo sich viele lokale Varianten entwickelten. In China wurden die Schachfiguren statt innerhalb der Felder an deren Schnittpunkten platziert, ähnlich wie beim einheimischen Strategiespiel Go. Unter dem Mongolenführer Timur Lenk nutzte man ein Spielbrett mit 11×10 quadratischen Feldern, den Zitadellen. Im japanischen Shogi durften geschlagene Figuren vom gegnerischen Spieler verwendet werden. Erst in Europa nahm Schach jedoch seine moderne Form an. Um 1000 nach Christus war das Spiel Teil der höfischen Erziehung. Schach galt als Sinnbild für die verschiedenen Gesellschaftsschichten und deren Rollen. Die Figuren wurden dadurch in ihrem neuen Kontext gedeutet. Die Kirche betrachtete Spiele allerdings weiterhin mit Argwohn. Moralisten warnten davor, ihnen zu viel Zeit zu widmen. In Frankreich wurde Schach sogar kurzzeitig verboten. Doch das Spiel verbreitete sich und im 15. Jahrhundert nahm es die Form an, die wir heute kennen. Die relativ schwache Figur des Beraters wurde zur mächtigeren Königin, vermutlich inspiriert durch die jüngste Welle starker weiblicher Führungsfiguren. Diese Änderung beschleunigte das Spieltempo und als weitere Regeln populär wurden, erschienen Abhandlungen über gängige Eröffnungen und Abschlüsse des Spiels. Die Schachtheorie war geboren. Im Zeitalter der Aufklärung verlagerte sich das Spiel von den Königshöfen in die Kaffeehäuser. Schach galt inzwischen als kreativ. Es animierte zu mutigen Zügen und dramatischen Spielverläufen. Dieser romantische Stil fand seinen Höhepunkt in der unsterblichen Partie von 1851, in der Adolf Anderssen ein Schachmatt gelang, nachdem er seine Dame und beide Türme geopfert hatte. Doch mit dem Aufkommen des formellen Wettkampfspiels im späten 19. Jahrhundert verdrängte das strategische Denken schließlich das dramatische Flair. Mit dem Aufstieg internationaler Wettbewerbe erlangte Schach schließlich eine neue geopolitische Bedeutung. Während des Kalten Kriegs investierte die Sowjetunion massiv in die Förderung von Schachtalenten und dominierte die Meisterschaften für den Rest des Jahrhunderts. Der Spieler, der die russische Dominanz letztendlich erschüttern sollte, war jedoch kein Bürger eines anderen Landes, sondern ein IBM-Computer namens Deep Blue. Schachcomputer gab es da schon seit Jahrzehnten, aber mit dem Triumph von Deep Blue über Garry Kasparow 1997 hatte zum ersten Mal eine Maschine einen amtierenden Weltmeister besiegt. Heute sind Schachprogramme in der Lage, immer wieder gegen die besten menschlichen Spieler zu gewinnen,
Doch genau wie das Spiel, das sie gemeistert haben, sind diese Maschinen Produkte menschlichen Scharfsinns. Und vielleicht wird uns eben dieser Scharfsinn aus diesem scheinbaren Schachmatt herausführen. Ein weiteres Produkt mit einer langen Geschichte ist die Schokolade. In diesem Video kannst du deren Ursprünge in Mesoamerika zurückverfolgen und herausfinden, wie sie sich von einem bitteren Getränk zu der süßen Leckerei, die wir heute kennen und lieben, entwickelt hat.